Hello everyone! I recently gave a talk about AI at a local Rotary Club here in Switzerland in a village near Basel, and I recorded it, so I thought I just want to share it with you. I want to mention two things. The first thing is that it's in Swiss German, but I added subtitles, so you can rely on these if you want to. And second, I had to set it up really quickly, and that's why I didn't really put the camera in exactly the right position, and I'm kind of off to the side, but you still see me for the most part. It was given to an audience of roughly 30 people, and I hope you enjoy, and I'll see you in the video. Hallo zusammen, zuerst mal merci vielmals darf ich bei euch im Rotary Club präsentieren. Das ist meine erste quasi Präsentation in dieser Art als KI-Unternehmer und ich werde mich kurz halten. Es ist 10 Minuten, eine Viertelstunde Präsentation und nachher tue ich natürlich gerne weitere Fragen beantworten, diskutieren und in diesem Bereich etwas machen. Und ich habe jeweils drei kurze Inputs zu all diesen 4 Themen, die ihr hier seht. Das erste Thema ist, wo wir heute stehen. Dann, wie könnte sich die Zukunft entwickeln von der KI über die nächsten Jahre? Und dann, was mache ich eigentlich als KI-Unternehmer? Was ist das? Was mache ich? Und zum Schluss noch 3 Applikationen, 3 Apps, die ihr gerade sofort einsetzen könnt, wenn ihr Lust habt, ein bisschen in KI einzutauchen, die gar nicht kompliziert sind. Kannst du das nächste machen? Dankeschön. Genau, und gerade nochmal, wir fangen an mit dem Punkt, wo wir heute stehen. Warum ist KI eigentlich jetzt so ein grosses Thema? Das Ganze hat eigentlich angefangen im November 2022, wo ChatGPT rausgekommen ist. Und ihr seht in der Grafik, wie lange es gegangen ist, bis zu 1 Million Nutzer. Bei Netflix ist es noch viele Jahre gegangen. Twitter, Facebook und Spotify haben alle auch ein halbes Jahr oder mehr gehabt. Instagram ein paar Monate und ChatGPT nur 5 Tage. Und natürlich hat sich das seitdem sehr schnell weiterentwickelt und noch viel mehr verbreitet. Nächste Gang, ja. Und das war 2022. 2023 hat sich KI überall verbreitet. Es gibt ganz viele Applikationen. Und da seht ihr schon meinen YouTube-Kanal. Ich habe mich nämlich die ersten paar Monate, als ich mich selbstständig gemacht habe, zuerst einmal vor allem damit befasst, was gibt es alles für Applikationen, was läuft da alles. Und eigentlich alle digitalen Firmen haben angefangen, die AI irgendwie in ihr Angebot einzubauen. Zum Beispiel, wenn ich selber eine Internetseite will machen für mich und ich gehe auf so eine Internetseite-Baustelle quasi, dann gibt es jetzt eine KI, die mir hilft, die Internetseite zu bauen. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Und falls ihr jemals mehr braucht, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal, da habe ich noch viele mehr so Beispiele. Und dann die nächste Folie. Das ist die letzte Folie, wo wir heute stehen. Das ist der OpenAI Development Day, das war im November letztes Jahr, also vor 3 Monaten. Und da sehen wir quasi die neuesten Zahlen. Von den 500 grössten Firmen aus den USA haben schon 92% KI in ihr Geschäft irgendwie integriert. Es gibt über 100 Millionen aktive Nutzer und über 2 Millionen Entwickler, die Applikationen und Plattformen zu diesem Bereich entwickeln und machen. Und besonders relevant an dieser Konferenz im November ist auch angekündigt worden, dass es jetzt noch leichter wird, die KI mit anderen Applikationen zu verbinden. Das heisst, in diesem Jahr 2023 werden wir noch viel mehr KI auch sehen in allen möglichen Anwendungen, auch in traditionelleren Firmen. Und das ist gerade der Übergang zum nächsten Thema, wo ich ein paar Eindrücke will geben, wie sich KI in Zukunft könnte entwickeln. Natürlich weiß niemand, was genau passiert, aber 3 Gedankenanstöße möchte ich euch hier mitgeben. Und der erste, das ist ein aktuelles Produkt, das vor ein paar Wochen angekündigt worden ist. Das ist das neue Samsung Galaxy 24. Das ist ein Telefon, das sich damit sozusagen bewerben, dass es Haufen KI integriert hat. Und ein Feature, das besonders relevant ist, das man ab jetzt sehr viel wird sehen, ist, dass man Fotos manipulieren kann. Also ihr seht hier zum Beispiel, die Person, die steht eigentlich hier hinten, aber wenn man sie mit dem Finger da drauf drückt und überzieht, dann plötzlich steht sie da und das Bild ist plötzlich etwas ganz anderes, als es eigentlich in der Realität war. Und ich meine, das ist jetzt ein privates Bild, aber auch in der Politik, in den Nachrichten, muss man sich ab jetzt darauf einstellen, dass man in einem Bild nicht mehr vertrauen kann, einfach weil es ein Bild ist. Und das klingt ein bisschen revolutionär, aber eigentlich hat es die Entwicklung vor ein paar Generationen schon mal gegeben mit der Handschrift. Wenn man früher von Hand geschrieben hat, oder, dann hat man gewusst, wer das geschrieben hat. Und heute schreiben wir mit der Maschine, das ist auf anonym. Und jetzt passiert das Gleiche mit Bildern und bald auch mit Videos.
Genau. Etwas anderes, was sich abzeichnet, ist, dass wir bald werden selbstfahrende Autos haben. Das könnte in 3, 4, 5 Jahren der Fall sein. Es könnte auch vielleicht dieses Jahr schon sein. Es ist immer schwer vorherzusagen, wie schnell es geht. Aber wenn das passiert, dann wird das natürlich große Auswirkungen haben. Ihr könnt euch zum Beispiel mal überlegen, Taxi oder Uber. Der grösste Kostenblock sind Personalkosten. Also wenn ich ein iPhone rausnehme und quasi ein Uber bestellen kann zu einem Zehntel vom Preis, was es heute hat, dann kann ich mich fragen, brauche ich überhaupt ein eigenes Auto? Und wenn ich kein eigenes Auto mehr brauche und die meisten Leute denken, ein Taxi, das so automatisch rumfährt, ist die günstigere Option, dann brauchen wir bald auch viel weniger Parkplätze. Also es gibt ganz viele Auswirkungen auf das Stadtbild oder andere Sachen, die dann aus dem rauskommen. Oder? Und der dritte Gedankenanstoß, wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, das ist ein Video, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich zeige euch jetzt einfach das Bild hier, aber das ist ein menschlicher Roboter, der jetzt quasi schon Kleider falten kann. Und so Roboter, wie ihr vielleicht auch schon in Autofabriken gesehen habt, die gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Das sind meistens so grosse Greifarme, die schwere Sachen umbewegen können. Und jetzt mit künstlicher Intelligenz kombiniert und so feinfühligen Finger können Roboter immer mehr auch menschliche Arbeiten übernehmen. Halt Bauarbeiter in einer Autofabrik. Und wenn wir Entschuldigung? Ja, wenn wir 10 Jahre in Zukunft überlegen und die meiste Arbeit kann von so Robotern übernommen werden, dann wirft das natürlich auch gesellschaftliche Fragen auf. Wenn wir Menschen dann zum Beispiel alle Güter quasi können bekommen, ohne dass wir dafür arbeiten müssen. Was ist denn das, was im Leben noch Sinn gibt, oder? Also das ist jetzt sehr weit in die Zukunft prognostiziert, aber das zeichnet sich so ein bisschen am Horizont ab. Gut, das ist der Blick in die Zukunft. Jetzt kurzer Einblick, was mache ich eigentlich als KI-Unternehmen? Es klingt ja spannend und so, aber was mache ich überhaupt? Können wir zur nächsten Folie gehen. Mein Hauptprodukt, das ich jetzt als erstes anbiete, und das ist ein Screenshot von meiner Internetseite, ist, dass ich so Chatbots anbiete für andere Firmen, die gerne eine KI-Anwendung für sich selber haben. Das heisst, das ist wie ChatGPT. Kann ich mal schnell fragen, wer von euch hat schon ChatGPT benutzt? Können ihr mal schnell aufstrecken? Okay, das ist eine gute Mehrheit, aber noch nicht alle. Also mit ChatGPT kann man direkt Fragen ans Internet und als allgemeine Wissen stellen von der Welt quasi und bekommt relativ gescheite Antworten, nicht ganz immer, aber sehr beeindruckende Antworten. Und was so eine Firma könnte wählen, ist, dass so eine AI kann Fragen beantworten kann, spezifisch auf die Firma. Zum Beispiel, wenn ich eine Sprachschule habe, könnte der Chatbot von einer Sprachschule beantworten, was gibt es für Kurs, wie viel Platz hat es noch, was kostet der. Oder auch spezifisch anfragen, ich bin krank, was bedeutet das, kann ich einen Ersatztag haben, muss ich irgendetwas machen, Hausaufgaben. Und all die Fragen könnte so ein Interface natürlich beantworten. Und dann ist die Frage, was bringt das in einer Schule? Und da können wir zur nächsten Folie gehen. Darf ich was fragen? Ja? Also das heisst, es ist ähnlich wie man ein Internet hat und das Intranet in der Firma, ist ein ChatGPT draussen und das andere ist für innerhalb von der Firma. Es ist beides möglich. Das, was ich jetzt mache, ist vor allem gegen aussen gerichtet. Also eben zum Beispiel, wenn man sich eine Sprachschule vorstellt, zum Beispiel, vielleicht kennen ihr InLingua, dass dann InLingua ein InLingua-Bot auf die Internetseite inlingua.ch kann setzen und dann können Schüler oder Nutzer zum Beispiel mit der AI interagieren. Aber es ist auch denkbar, das intern zu machen. Für größere Firmen, die zum Beispiel Angestellte Fragen haben, die sie etwas quasi wissen, dass sie nicht in einem langen Dokument suchen. Aber ich mache mehr extern gerichtet im Moment. Genau. Und was bringt so eine extern ausgerichtete AI? Ich habe die Hypothese, es ist noch nicht bewiesen, aber ich habe die Hypothese, es bringt Kunden, Zeit und Geld. Warum Kunden? Wenn wir wieder beim Beispiel von der Sprachschule bleiben. Ich denke, für viele Schüler ist es je nachdem mühsam, eine lange Webseite durchzulesen. Sie werden abgelenkt von Instagram, von irgendwelchen Notifications oder sie gehen zur Konkurrenz. Und wenn sie einfach direkt bei so einer Chat-Plattform direkt fragen, dann können sie sofort die Informationen, was sie wollen, und je nachdem mehr Unterricht buchen. Zeit kann man als Firma sparen, weil natürlich dann keine persönliche Antwort mehr geschrieben werden muss. Das Sekretariat muss einfache Fragen nicht beantworten, weil es KI quasi automatisch machen kann. Und wenn man mehr Kunden hat und weniger Zeitaufwand, das heisst, mehr Geld bleibt für die Firma in der Tasche. Oder? Ja. Und die nächste. Dann, was mir auch gerade vorher am Tisch Leute gefragt haben, habe ich das studiert, wie kann ich das überhaupt? Und die Antwort, Marian hat schon gesagt, ich habe nicht IT studiert oder etwas, sondern ich habe einen Wirtschaftshintergrund.
Aber das ganze Wissen ist eigentlich so neu, dass die meisten Leute, die das machen, gar nicht ein Studium zu dem haben, sondern dass man das Wissen im Internet findet. Einerseits von den Firmen, OpenAI, die das anbieten, aber auch von Kursen. Ich habe zum Beispiel die hier oben links, das ist eine Community, da zahlt man 100 Franken pro Monat und dann ist man vernetzt mit ein paar hundert anderen Leuten rund um die Welt, die das Gleiche machen. Oder ich mache Videos, ich habe vorher auf meinen YouTube-Kanal verwiesen, da habe ich einen Kurs gebucht, der hat 800 Franken gekostet. Da habe ich mir relativ lange überlegen, lohnt sich das nicht. Aber mit solchem Material kann man sich das Wissen aneignen und ist dann quasi auf dem neuesten Stand und kann das dann anbieten, was halt noch nicht unbedingt in der Uni quasi angeboten wird. Und dann können wir noch zum letzten Thema kommen, das wird nicht lang gehen. 3 Tipps, was für Apps ihr könntet zum Beispiel sofort anwenden, wenn ihr mal AI ausprobieren wollt. Das erste, was ich euch empfehlen würde, ist die ChatGPT Smartphone App. Und ich kenne Leute, die haben irgendwelche Apps gekauft und etwas heruntergeladen, aber ChatGPT, das ist der Goldstandard und das bekommt ihr gratis. Also wenn ihr ChatGPT oft benutzen wollt, auch auf dem Smartphone, könnt ihr einfach in den App Store gehen. Das gibt es auf dem iPhone und auf Android und das herunterladen. Und noch ein Zusatztipp zu dem, das kann man sogar auch mit dem Spruchinterface benutzen. Also ihr könnt einen Knopf drücken und reinreden und es gibt euch die Antwort sogar in sprechender Form. Das ist auch noch praktisch. Der zweite Tipp, das ist eine Internetseite, wenn ihr mal ausprobieren mit KI selber Bilder zu generieren. Und das ist die Internetseite bing.com. Bing.com, das ist eigentlich eine Suchmaschine, Konkurrenz von Google. Und dann /create. Und wenn ihr auf die Seite geht und euch einloggt, dann habt ihr da so eine weiße Box, wo ihr irgendwelche Wörter eingeben könnt, zum Beispiel eine Katze auf einem Tisch oder irgendetwas. Und dann das drücken und dann 10, 20 Sekunden laden und dann bekommen wir so Bilder generiert von der KI. Also wenn ihr mal umprobieren wollt, das ist auch gratis, also sehr spannende Option. Und ihr bekommt nachher die Präsentation, also ihr könnt das dann in Ruhe daheim machen, so viel ihr wollt. Und der dritte Tipp, den ich noch habe, und das letzte, das heißt perplexity.ai. Das ist eine Alternative zu Google. Wenn ihr bei Google etwas im Internet sucht, dann bekommt ihr ja andere Internetseiten aufgelistet. Und ChatGPT wird euch das Wissen zeigen, gibt euch quasi direkt die Antwort auf die Frage. Aber wenn ihr im Internet suchen mit AI, ist das eine gute Option, weil das tut quasi die Antwort schlau strukturieren, aber gibt gleichzeitig noch Links dazu zu anderen Internetseiten. Also das benutze ich eigentlich auch alle paar Tage, die Internetseite. So, dann zur letzten Folie. Sag mal, also wenn du etwas suchst auf Google, gehst du immer auf Google, gehst du immer dort an? Ich gehe meistens über das ist meine Standardsuchmaschine eigentlich, ja. Wobei nicht ganz immer, also ich muss auseinanderhalten, manchmal weiss ich, dass ich auf eine Internetseite will, ich weiss einfach nicht mehr, wie sie heisst genau. Das sagen wir zum Beispiel, ich will nach YouTube, aber ich habe den Namen vergessen. Dann gebe ich irgendwie UT, das gebe ich schon noch bei Google ein und komme dann direkt zu YouTube. Aber wenn ich nicht weiss, wo ich hin will, dann gehe ich zu Perplexity und finde dort Antworten. Ja. Zum Beispiel, noch ein Beispiel zum Perplexity, was man machen kann. Wenn ich zum Beispiel weiss, ich will Ferien machen, eine Woche irgendwo hin, dann gibt mir das zum Beispiel gerade einen Reiseplan, an welchem Tag was machen und an diesem Tag hier hin und dann gibt es gerade die passenden Links auch dazu, oder? Und kann dir auch noch die Flüge vorschlagen. Also eigentlich das ganze Zeug kann es einfach sehr schlau beantworten. Und das ist meine Schlussfolie. Meine Firma, die ich am Gründen bin, die heißt Swiss AI Automation. SwissAIautomation.com ist meine Internetseite. Sie ist nicht ganz perfekt bis jetzt, aber ich bin daran arbeiten, die immer aktuell zu halten. Und dort sind natürlich auch jederzeit willkommen und können auch jederzeit mich gerne kontaktieren und anschreiben. Und ich tue immer gerne alle Fragen beantworten. Und auch jetzt im Nachgang zu dieser Präsentation. Merci vielmals.